Sobald man die Wohnung betritt, befindet man sich hier im Eingangsbereich. Die Schuhe lässt man immer hier, also man zieht die Schuhe nicht in der Wohnung an. Dafür nimmt man dann eher Hausschlappen oder man geht eben mit Socken in die Wohnung. Genau, und so sieht das Apartment, was ich momentan habe, im Großen und Ganzen aus. Das Apartment an sich ist sehr groß, finde ich, also vor allem für koreanische Verhältnisse. Ich hatte jetzt schon einige Airbnbs in Korea und das hier ist wirklich eines der größten, die ich bisher hatte. Es befindet sich auch im höchsten Stock des Gebäudes, wodurch man natürlich einen super schönen Blick auf die Nachbarschaft hat. Ist auch sehr hell hier, wo ich auch mal sehr froh drum bin. Genau, hier sieht man den Eingangsbereich mit 2 Schränken, wo auch einiges an Kleidung tatsächlich reinpasst. Wir haben eine Sofaecke. Ich habe jetzt noch nie so oft Sofaecken in Korea gesehen, vor allem auch mit einem Couchtisch. Also das finde ich ist auch sehr selten. Eine weitere Besonderheit des Apartments ist der große Spiegel hier und meine Schminktischecke. Genau, weil normalerweise hat man da jetzt nicht so viel Platz für, um wirklich auch eine Schminkecke zu machen. Ja, der Rest des Apartments besteht hauptsächlich aus der Küchenecke. Hier hat man eigentlich auch alles, was man braucht. Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher. Den Wasserkocher benutze ich tatsächlich wirklich täglich, allein um mir Kaffee zu machen oder wenn ich mal Lust habe auf Ramen. Genau, hier die Ecke benutze ich hauptsächlich zum Essen oder wenn ich am Laptop bin. Und die Küche ist zwar klein, aber vollkommen ausreichend. Ja, mit Waschmaschine auch und sehr viel Stauraum. Eine Besonderheit, die mir vorher nicht so bewusst war, ist tatsächlich dieser Gasherd. Klingt erstmal vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich hatte jetzt zu Hause in Deutschland nie einen Gasherd und wusste daher nicht genau, wie man ihn benutzt. Vor allem war ich so verwundert, weil wenn man ihn versucht anzumachen, klickt er nur, aber es kommt keine Flamme. Das liegt daran, weil in Korea die Gasleitung beispielsweise jetzt hier lang läuft und man musste diesen kleinen Hebel erstmal finden, also ausfindig machen. Jetzt steht er quasi auf Off, wenn er so waagerecht steht, aber wenn man ihn einmal, voilà, Vorführeffekt, so rumdreht, genau, also so würde jetzt quasi das Gas freigeschaltet und man könnte jetzt quasi den Herd anmachen. Genau, aber mir war das vorher nicht bewusst, deswegen musste ich es auch erstmal googeln, aber mir wurde geholfen, Gott sei Dank. Genau, und wenn man dann fertig ist mit Kochen, dann muss man einfach den Knopf wieder zurück in die Ausgangsposition drehen. Direkt darunter ist die Waschmaschine, die kam jetzt sogar auch schon einmal zum Einsatz, seitdem ich hier bin und ja, funktioniert einwandfrei. Auch wenn jetzt natürlich die ganzen Knöpfe und Bedienungsfelder auf Koreanisch sind, war es eigentlich selbsterklärend, also es ist jetzt nicht super schwer, die Waschmaschine zu bedienen. Und wenn man dann die Wäsche fertig hat, kann man entweder, also ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Wäscheständer, den kann man dann benutzen, oder ich habe auch draußen vor dem Apartment einen Trockner, den habe ich aber bisher noch nicht benutzt. Ja, einen Geschirrspüler gibt es nicht, dafür ist die Küche zu klein, aber das finde ich jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Stattdessen hat man halt viel Stauraum für Besteck und Teller und so weiter. Und wenn man mit der Hand abgespült hat, kann man es halt hier oben trocknen lassen. Ja, der Kühlschrank, den finde ich tatsächlich echt richtig, richtig groß für Korea. Also wir können auch mal kurz reingucken. Ich habe jetzt nicht viel drin, halt ein paar Snacks und Sachen, die man halt einfach warm machen kann. Und meine Sheetmasks. Tatsächlich bewahre ich auch im Kühlschrank auf. Dadurch bleiben die halt schön kühl und wenn man sie dann verwendet, ist es gut für die Haut. Aber ich hätte halt, wie gesagt, noch so viel mehr Platz für Essen. Aber momentan habe ich einfach keine Vorräte mehr. Und genau, hier oben wäre noch ein Gefrierfach. Auch komplett leer. Vielleicht fülle ich das auch demnächst mal auf. Aber jetzt für den Anfang ist auf jeden Fall mehr als ausreichend.
Jetzt können wir uns gerne mal das Badezimmer anschauen. Es befindet sich hier hinter dieser Tür, direkt am Eingang der Wohnung. Ist auch wirklich sehr groß für Korea, finde ich. Und es ist halt, ja, ich würde mal fast sagen, typisches asiatisches Bad. Mit dem Abfluss hier in der Mitte, das ist tatsächlich normal. Auch, dass die Dusche nicht unbedingt abgetrennt ist, sondern quasi im gleichen Raum ist. Die wenigsten haben dann noch irgendwie eine Abtrennung oder eine Glaswand oder sowas. Manche Apartments haben sogar, dass dieser Duschkopf quasi am Wasserhahn befestigt ist. Das heißt, dass man gegebenenfalls sogar am Waschbecken sich duscht oder sogar über der Toilette. Das habe ich jetzt hier nicht, also es ist ansatzweise abgetrennt, was ich auch echt toll finde. Hier in der Ecke befindet sich das Fenster, was auch echt super ist, weil man dadurch auch gut lüften kann. Genau. Und hier oben in der Ecke ist auch nochmal ein, nennt sich das Abzug, um quasi den Dampf aus der Dusche abzuziehen, damit halt auch kein Schimmel oder sowas entstehen kann. Also auch immer gut durchlüften, aber dann sollte das auch nicht passieren. Und wenn man das Badezimmer verlässt, befindet sich hier direkt ein Schrank für Taschen, Schuhen und Jacke. Oder Jacken, besser gesagt. Genau. Hier oben hätte ich tatsächlich noch mehr Platz, aber den brauche ich momentan nicht. Ändert sich vielleicht dann auch nochmal, wenn ich ein bisschen länger hier bin, aber momentan bin ich damit echt fein. Der Schrank hier vorne, da sind tatsächlich meine restlichen Kleidungsstücke drin, wie Kleider, Oberteile, Jeans und so weiter. Also da ist auch wirklich mehr als genug Platz, um alles unterzubringen. Erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Eine weitere Besonderheit, die mir jetzt so aufgefallen ist, die ich jetzt nicht aus Deutschland kannte, ist ja, der Bewegungsmelder des Lichtes. Ja, was ziemlich praktisch ist, finde ich jetzt, weil wenn man zum Beispiel noch nachts nochmal auf die Toilette gehen muss oder so, dann geht das Licht automatisch an und man muss es nicht anmachen. Naja, ich habe jetzt auch nicht rausgefunden, ob man es irgendwie manuell ausschalten kann. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Eine weitere Sache, die ich noch sehr interessant fand, ist tatsächlich das Heizsystem hier. Das funktioniert über einen sogenannten Boiler. Bis ich erstmal rausgefunden habe, wie das Ganze funktioniert, hat es auch ein paar Tage gedauert, aber ich bin dann doch schlau genug geworden. Hier stellt man quasi die Raumtemperatur ein und das ist die Wassertemperatur. Und wenn man das Apartment verlässt, dann stellt man den Boiler entsprechend aus. Das Apartment hat auch eine Klimaanlage mit entsprechender Fernbedienung. Bisher musste ich sie aber noch nicht benutzen, da es hier noch recht kühl ist momentan. Es wird zwar jetzt Frühling, aber es ist definitiv noch nicht warm genug, um die Klimaanlage zu verwenden, aber das wird sich dann spätestens im Sommer auch ändern. Ja, ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen und konnte euch so einen kleinen Einblick geben, wie ich hier jetzt zurzeit lebe. Ich werde tatsächlich für die nächsten 3,5 Monate hier bleiben, in diesem Apartment jetzt. Und danach ein wesentlich kleineres beziehen. Also es wird nicht bei der Größe bleiben für ein Jahr. Dafür ist das Apartment auch viel zu teuer. Für eine Person vor allem. Ursprünglich war tatsächlich geplant, dass meine beste Freundin mich im April besuchen kommt. Nur leider verschiebt es sich jetzt natürlich aufgrund des Coronavirus. Ja, eine ungewöhnliche Situation. Wir können jetzt nicht mehr machen, außer abwarten und hoffen, dass es bald besser wird. Und ja, ich hoffe natürlich, dass sie mich dann dieses Jahr noch besuchen kommt. Vielleicht im Herbst oder im Sommer, mal schauen. Genau, und solange werde ich halt, wie gesagt, hier alleine wohnen. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall Airbnb in Korea empfehlen, weil das hier ist ein ganz normales Airbnb. Habe es auch ganz normal über die Seite gebucht. Und ja, weil Airbnb in Asien ist tatsächlich recht günstig, finde ich jetzt. Und auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer sauber war, immer gut ausgestattet und ja, habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Das Apartment befindet sich in der Nähe von Hongdae. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das was sagt, aber das ist so
das Studentenviertel hier in Seoul, sehr belebt und bekannt für viele Restaurants, Bars und so weiter. Ja, also doch recht zentral tatsächlich, obwohl es doch sehr ruhig ist hier von der Nachbarschaft her. Ich habe es ganz normal, das Apartment habe ich ganz normal über die Airbnb-Seite gebucht, nur für ein paar Monate, nicht nur für ein paar Wochen. Das geht tatsächlich auch. Und wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, dann könnt ihr mich gern jederzeit fragen, sei es jetzt in den Kommentaren oder auf Instagram. Ich versuche immer jedem zu antworten, so gut es geht. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht das Beste draus und bis bald. Tschüss.